Hallo Sifu. Hallo Simon. Danke vielmals, dass du wieder die Zeit nimmst, um Fragen von mir zu beantworten. Wenn so der Laie über Kung Fu redet, oder wenn man etwas über Kung Fu fragt, dann ist das ja meistens der Bruce Lee, oder kommen wir dann alle von Bruce Lee? Ist das alles vom Gleichen, oder wie läuft das? Das ist eine gute Frage und in der Tat wird mir die Frage auch viel gestellt. So, die Leute verstehen nicht, dass es verschiedene Kung Fu Stile gibt. Und das bedingt immer so ein bisschen Aufklärung, weil sie dann denken, das ist alles gleich, wie du sagst, zum Beispiel von Bruce Lee herkommend. Und nein, es gibt natürlich mehrere Kung Fu Stile. Okay. Also von wie vielen Kung Fu Stilen reden wir da? So ein bisschen registriert. Man hat damals versucht, in Taiwan da eine Logik drin zu kriegen und ein System drin zu kriegen. Registriert sind etwa 500 verschiedene Stile. Okay. Und die Stile, die sind komplett anders. Also das eine sieht völlig anders aus wie ein anderer Stil. Spannend. Was für verschiedene Stile gibt es denn da? Eben, wenn man von Kung Fu redet, denken alle, es ist einfach und à la Bruce Lee. Ja, das Ding ist. Und wenn 500, dann muss es ja einen mega Unterschied geben. Wie vorher ganz kurz angetönt, man hat versucht, eine Struktur reinzubringen. Man hat gesagt, okay, diese Stile, die sind nördlich, die Stile sind südlich. Und man hat dort eine Linie gemacht beim gelben Fluss von China und hat dann gefunden, okay, die Stile, die da oben sind, die sind nördlich, die Stile sind südlich und es hat eine andere Charakteristik. Also es gibt eine Unterteilung zwischen südlichem Kung Fu und nördlichem Kung Fu. Dann gibt es eine weitere Unterteilung zwischen innerem Kung Fu und äußerem Kung Fu, was dann so wie Kategorien gibt. Oder? Inneres Kung Fu, damit man sich so ein Bild machen kann, ist zum Beispiel Tai Chi Chuan. Das ist bei uns im Westen relativ bekannt, leider vielfach als Gesundheitsgymnastik dargestellt, aber Tai Chi Chuan ist natürlich ein Kampfsystem, ein Kung-Fu-System und es hat seine Effektivität mehrmals in der Geschichte gut können unter Beweis stellen. Mitunter zum Beispiel die Leibgarde vom Kaiser war mal von Tai Chi Chuan Kämpfer gewesen. Okay. Cool. Ziemlich beeindruckend, oder? Also wir haben Nord-Süd, wir haben Innen-Aussen und dann haben wir noch eine weitere Unterteilung. Weißt du die? Hart und weich. Hart und weich, genau. Wir reden dann von harten Stil und weichen Stil. Die ist so ein bisschen der erste Eindruck, den ein Ausübender von einem System hat. So, sind das mehr die Sachen, die sehr hart sind, die sehr viel Muskelspannung brauchen, oder ist es sehr locker und somit dann weich? Meistens geht das so ein bisschen zusammen mit Innen und Aussen. Also wir haben jetzt gehört Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan ist zum Beispiel, wie gesagt, ein Vertreter von der inneren System, wie Xingyi und Bagua. Das sind so wahrscheinlich die 3 berühmtesten. Bagua Chan. Dann bei den südlichen Stil ist Hungar, unser Stil, sicher ein guter Vertreter vom südlichen Kung Fu. Man hat ja in der Geschichte, haben wir etwa 200 Jahre lang den Ruf gehabt, Faust vom Süden zu sein, zu den Zeiten von Hung Hi Gung. Also, ich glaube, es ist ein guter, würdiger Vertreter für das südliche Kung Fu. Aber es gibt neben Hungar gibt's natürlich noch x andere Stile, wie zum Beispiel Choi Li Fat, Liga, Chao Gar und x andere Stile, die in den Süden hineingehören. Okay, spannend, cool. Das nicht immer alles, ja, das ist Kung Fu, das ist Karate, das ist alles Gleiche. Gibt es ja mega Unterschiede durch. Spannend. Was auch zum Beispiel noch ganz interessant ist, es gibt Shuai Chao. Das ist das chinesische Ringen, das vielleicht so im ersten Augenblick ein bisschen aussieht wie das japanische Judo. Sehr ein interessantes Kung-Fu-System, auch komplett anders, weil es sieht aus wie gesagt, wie Judo. Viele Wurftechniken, viele so Sachen, wo man wirklich den Gegner wirft, am Boden schmettert etc. Auch das ein sehr gutes, bewährtes, altes System, das jahrelang, gerade so im nördlichen Teil oder im mongolischen Teil, sehr viel praktiziert worden ist und sehr erfolgreich. Es hat Zeiten gegeben, wo die quasi alle anderen Stile herausgefordert haben und meistens gewonnen haben. Und das gilt auch als Kung Fu, das ist auch ein Kung Fu Stil. Also, das muss man eigentlich als Überbegriff Kung Fu nehmen. Genau. So, das ist die wahre Bedeutung, wenn man so ein bisschen, also wir haben eine wörtliche Übersetzung, das weiss wahrscheinlich der Zuschauer da auch. Das bedeutet Zeit, um eine harte Arbeit zu vollbringen und kann sich natürlich auch auf Poesie, Kalligraphie etc. beziehen. Nicht nur
aufs Kämpfen oder zum Beispiel aufs Kochen. Das kann auch Kung Fu sein. Aber wir schauen jetzt natürlich da bei uns vor allem Kung Fu als Kampfkunst an. Und wenn wir dann als Kampfkunst das anschauen, dürfen wir nicht vergessen, die Vielfältigkeit von dem chinesischen Kung Fu. Das eine sieht aus wie Ringen, das andere sieht aus wie ganz etwas Kurzes, noch mit den Händen. Wieder das andere sieht aus sehr viel springend oder sehr viel höhere Kicks. Und. So sieht das optisch auch komplett anders aus. Das muss man amigs den Leuten gut erklären, damit sie das verstehen können. Danke vielmals, Sifu. Sehr gerne. Ich sehe jetzt Kung Fu als Überbegriff und nicht mehr als das eine. Sondern Genau, also du machst nicht Kung Fu, sondern ganz genau den und den Stil. Oder? Was dann auch aussagt, ist es nördlich, südlich, älter, neuer etc. Also das ist dann die klare Definition. Dass man weiss, um was es geht, ja. Danke vielmals, Sifu. Bitte, sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Da oben ist der Link fürs iKung Fu. Da unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.